In den letzten 30 Jahren hat hier mit Sicherheit keiner geangelt. Alter, hier wird's aber jetzt richtig düster. So ist es, wenn man irgendwo Jahrzehnte nicht angeln durfte. Ein Barsch nach dem anderen hier. Ich glaube, sowas gab es auf YouTube auch noch nicht. Wir entdecken in dieser Folge ein Lost Place, eine alte, stillgelegte Fabrik. Becky, Jan und ich sind unterwegs. Boah, das war ein harter Biss, Alter. Also ich hätte schon gedacht, das wird cool, aber dass es so cool wird. Viel Spaß mit der Folge. Let's go! So Jan, da sind wir. Wir haben natürlich eine Genehmigung hier. Die hast du eingeholt, Jan. Hab ich. Aber hier war schon Jahre keiner, Jahrzehnte keiner. Und das Geile ist, geangelt hat hier auch keiner. Deswegen Hier hoffe darf ich, keiner angeln. Außer wir. ja, mal sehen, ob das was Hört bringt. sich Wir gut waren an. schon mal an so einem Spot, wo wir Ja. gesagt haben, hier hat seit Jahren keiner mehr geangelt. Und irgendwann wussten wir auch warum. Schauen wir mal. Komm. Mal die Daumen. Kommst hier durch, mach das nicht kaputt. Jan, mach mal vorsichtig, nicht, dass das Ding hier einstürzt. Oh fuck, Fuck. die Jacke schon kaputt gemacht. Ja. Ja, so ist es bei einem Lost gecrashed, Place. oder was? Die Ja. Jacke schon kaputt. Boah, krass sieht das hier aus, ne? Junge, Ja, richtig grün hier noch auf dem Boden. Zwischen den ganzen Ziegelsteinen. schon gespannt, was wir hier alles entdecken werden. Das ist schon krass, so ein Lost Place, wo wirklich Jahrhunderte keiner mehr war. Na, Jahrhunderte nicht, aber ewig keiner mehr war. Guck mal da, Jan hat schon was gefunden. Hier, guck mal, das ist eine richtig geile Sicherung. Damit hier keiner aus Versehen den Schalter in die falsche Richtung drückt. Einfach mal so einen massiven Riegel vorgelegt. Hier sieht es auch aus, als ob die Decke gleich runterkommt. Geh mal Boah. schneller, ich habe keinen Bock, dass mir so um den Kopf fällt. Was ist denn das hier, Alter? Hier sieht es aus, als ob hier Menschen gefoltert wurden. Aber ich hätte schon gedacht, ey, vielleicht finden wir noch ein bisschen mehr Maschinen oder so. Ist ja irgendwie alles leer. Oder haben wir noch eine Maschine? Hier ist auch noch eine Maschine. Steht hier, gerade mitten im Raum. Hier sind die Ersatzteile. Alter, hier ist die ganze Stromzentrale. Hier ist ein bisschen Strom durchgelaufen früher. Ist das Strom, ja? Ja, das ist der Hauptanschluss hier. Achtung. Das sind die ganzen Sicherungen, die alten. Der letzte Zählerstand wurde 1991 abgelesen. Echt? Ja. Hier ist anscheinend noch mal irgendwann Strom durchgelaufen. Zeig mal. Ich kann auch einfach das Licht anmachen. Krasse Dinger, Alter. 1991 sind ja auch schon 35 Jahre, ne? Ja. Schon ein bisschen her. Alter. Schon geil, oder? Was ist das Das denn? sieht geil aus. Was man sagen muss, wir sind hier natürlich nicht durch Zufall hergekommen, sondern eine Freundin von Jan hat dieses Gelände gekauft und uns erlaubt, hier mal reinzugehen und uns das anzugucken. Auf eigene Aber Gefahr hier, natürlich. Alter, Alter. Der ganze Dachstuhl liegt hier. Ja, aber guck mal, wie das da... Also das hält nicht mehr lang. Wie gesagt, auf eigene Gefahr. Auf eigene Gefahr, hat sie gesagt. Und ich gehe jetzt hier mal ein bisschen weg. Auf beiden Seiten liegt der Dachstuhl einfach hier. Ja, aber guck mal nach oben, also das Dach kommt auch gleich runter. Das dauert nicht mehr lange. Sollte man auf jeden Fall nichts anfassen. Ey, ja, klar, dreht da noch ein bisschen rum. Kein Problem. Das ist hier die Dacharretierung. Also kann das Dach mal wieder ein bisschen begradigen. Ein bisschen einkrümmen. Ja, nicht nachmachen und ihr braucht den Spot hier auch nicht suchen, weil ist jetzt Privatgelände. Ne? Wir haben gerade rausgefunden, das letzte Mal lief hier Strom vor 36 Jahren durch. 35 Jahren. Heißt, hier war schon lange keiner mehr und dementsprechend hat hier auch lange keiner mehr geangelt. Darauf baue ich ja so ein bisschen. Hier fließt nämlich ein Fluss lang oder durch das Gelände. Richtig Bock, da mal ein bisschen zu werfen. So, komm. Das war geil. Jan, hat sich gelohnt, hier nochmal reinzugehen. Ey, hier, guck mal, die Dampfturbine. Dampfturbine. Erklär mir das mal bitte kurz. Ja, aber kann man doch ganz klar erkennen, das ist hier halt ganz klar, die Geschwindigkeitsverlauf ist doch ganz klar mit 0 Atü, das weiß man doch. Atü, ich dachte, das ist so ein Talan-Wort so. Atü. Hier ist so ein bisschen gruselig. Geh mal da rein. Das ist ein altes Badezimmer. Ja, geh mal rein. Nee. Oh, aber hier ist wieder Wasser. Und wenn wir Glück haben, kommen wir hier sogar raus. Kann man da runterklettern? Jo. Aber brauchst du nicht mal klettern. Das ist ja, wenn jemand spinnen mag, ist er hier auf jeden Fall. Gewalt ist alles. Ja, komm. Ja, wollen wir hier durch? Ja, los. Klar. Fang du an.
Hier drunter steht da bestimmt auch ein schöner Barsch oder Döbel oder was ist was. Hier riecht es auch ein bisschen fischig, kann es sein? Das bin ich. Fisch on. Fisch! Was ist das? Ja, ein kleiner. Eine Grundel. Alter, Schon nochmal wieder. schon wieder so eine Monstergrundel. Das sind alles Grundeln Alter, hier. ist das so ein Monster. rumzuppeln. Ah, das sind ja Der Riesengrundel. ganze Kanal ist mit Grundeln voll. Ja, aus dem Fenster haben wir deutlich mehr gefangen als hier. Hier gab es 2 Grundeln. Aber wir sind ja noch am Entdecken. Hier gibt es so viel Wasser noch. Unglaublich. Ich sehe leider gerade keinen Fisch. So, nächster Spot. Wir gehen mal hier weiter. Hier haben wir abgeangelt. Außer Grundeln nichts gewesen. Ja, wir sind hier gerade noch mal durch Google Maps gegangen, weil hier wirklich viele Kanäle links und rechts vorbeigehen. Und jetzt haben wir so gerade entdeckt, dass da noch ein Wehr ist, das wir jetzt beangeln werden. Wehre sind ja immer so Fisch-Hotspots. Ich hoffe, dass wir das fangen, Becky. Ja, ich würde mich gerne mal schneidern, Jungs. Ey, ihr habt Ja, einen gut. Schneider. Ja, wir haben uns auch ein bisschen vorgedrängelt, das war ein bisschen gemein. Ja, Ja, alles gut. boah, guck mal. Hier hat einer eine Hängematte aufgestellt. Da werde ich mich später reinlegen. Ein Hängenetz. Das denn da vorne ist eine richtige Schleuse. Oder Wow. so ein richtiges Wehr. Hier sieht es aber aus, als ob hier schon mal jemand dran gearbeitet hätte. Ja, das ist nicht so alt. Hier reinschlänzen. Ja, mach mal. Macht ihr mal. Oh, erster Wurfbiss. Ja, Fisch on. Oh, Erster Wurf, das denn. gut. Ein Barsch. Ja, das habe ich gesehen. Schneider! Entschneidert, Leute. Danke, dass du mir noch mal gesagt hast, dass das ein Barsch ist. Aber schau mal, wie wunderschön orange der unten ist. Oh, Krebsfresser. Dragon. Und der erste Barsch für mich heute. Ja, das ist auf jeden Fall sehr kurzweilig. Also auf einen Wurf kriegst du hier 10 Bisse. Richtig geil. Alter. Macht voll Spaß. Und das Guter ist auch Biss. schon wieder ein Ja, ich hab's gesehen. Oh, wieder. Oh, jetzt. Jawohl! Hoppa. Geil. Der erste Fisch auf unserem Prototypen. Hoppa. Ein schöner Fischi. Kein großer. Aber geil. Ah ja, da ist ja auch eine Tür. Man kann es sich manchmal auch einfacher machen. Easy. Gut, und ich bin hier rüber gesprungen. Ist die Frage, ob sie auch dickere Barsche ist. Ah, Jan hat einen verloren. Dicker? Nee, ein Ast. Becky, warum holst du den ganzen Müll hier raus? Weiß ich nicht. Weil ich vielleicht grundnah Fisch. Oh, 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 oh. Alter, der ist besser, Dicker ne? Barsch, dicker Barsch. Oh, Kescher? Wo ist der Kescher? Oh, warte, wir holen Kescher. Becky, schnell! Ist das ein 40er? Oh, das ist ein schöner Barsch. 35er. Jawohl! Yes, Jan. Geil. Saugeil, Alter. Juhu. Auf was hast du ihn gefangen? Auf einen 3-Inch Raven auf Cebu. Geil. Mal her. Geil. Schöner 35er. Ein richtig alter Fighter, sieht man hier. Den hat hier schon mal einer den Kamm angenagt. Sehr schöner Barsch. Auf 3-Inch Raven am 3 Gramm Cebu. Naja, da performt der Jan schon ein bisschen besser als ich. Der Kollege ist auf jeden Fall noch mehr als nur untermaßig. Schon geil, immer hier neue Spots erkunden, dann erstmal versuchen, den Spot zu verstehen und vor allem, wenn es dann direkt klappt. Ich habe jetzt gerade mal auf einen Blade Runner gewechselt. Mal schauen, ob hier auch noch vielleicht ein Rapfen unterwegs ist. Es ist oft an so Wehren der Fall, dass man hier auch ein paar Rapfen fangen kann. Scheint hier irgendwie ein bisschen Ruhe zu sein. Kann sein, dass wir zu viel Action gemacht haben an dem kleinen Spot. Weil gerade kommen keine Bisse mehr. Während die anderen beiden dann noch am Wehr probieren, gehe ich hier mal ein paar Meter weiter runter. Weil Jan hat seinen Barsch, den großen, eigentlich recht weit unten gefangen. Vielleicht kann ich da von hier aus auch hinwerfen. Jetzt hier die ganze Zeit Barsche gefangen. Aber es sieht doch hier auch sehr, sehr hechtig aus irgendwie. Keine Ahnung, ob hier ein Hecht steht. Aber ich probiere es auf jeden Fall mal. Sonst schon. Swimbait. Ja, wenn hier einer steht, dann steht er hier auf jeden Fall nicht mehr lange.
Jo, Barsch. Bisschen besserer, glaube ich. Ah, ist schon schön. Ich krieg den noch nicht gehoben richtig. Soll ich einen Kescher holen? Ja, mach mal kurz bitte. So, der nächste Barsch bei mir eingestiegen. Und der kann sich auch schon sehen lassen. Dustin holt kurz den Kescher. Oh, schöner Fisch, ey. Hier. Dankeschön. Auf den Nace ND 25. Schöner, weiß nicht so, knapp. Vielleicht hat er Hat der 30? 30, schätze ich mal, oder? Vielleicht minimal kleiner, aber ein richtig schöner, dunkler Barsch hier. Kescher wieder zusammenbauen. Prototyp von Nace. Die Jungs sind fleißig am Produkte entwickeln. Praktisch auf jeden Fall das Ding. Hoffentlich kommt er auch noch ein paar Mal zum Einsatz. Dann machen wir Mittag. Ja, müssen wir gleich mal zurücklaufen, ein bisschen Brötchen essen, ne? Na, ich habe nur noch ein halbes, ich habe das vorhin schon gegessen. Selbst schuld. Ja. Vielleicht bleibt bei dir was übrig. Nee. Du bist ja krank, du hast vielleicht nicht so viel Hunger. Ja, stimmt. Aber ich habe sehr viel Hunger. Scheiße. Ich mache mir noch einen Dropshot fertig, angel hier noch 5 Minuten und dann machen wir Mittagspause, oder? Ja, das hört sich da der Plan an. Bin ein bisschen müde. Boah, habe ich einen Hunger, ey. Bisschen Tee, ein bisschen Penicillin. Das ist das Mittagessen, was man braucht. Habe ich schon erzählt, dass ich krank bin? Ich weiß es nicht. Da haben wir auf jeden Fall Antibiotikum rein. Wenn man ehrlich ist, nicht so ganz super, aber selbst verschrieben. Nicht nachmachen. Verwendbar bis 7,24. Echt eine Katastrophe. Sonntag kriegst du halt keinen Arzttermin. Samstag auch nicht mehr. Ich habe fettgeschwollene Mandeln, voll geeitert und war mit jemandem zusammen, der eine Streptokokkeninfektion hatte. Deswegen bin ich ziemlich sicher, dass die bei mir auch ist. Mit wem warst du denn so eng zusammen? Wenn ich das sage, klingt es echt komisch. Und so eng war es auch ja nicht. Boah, brauchst du das noch? Ja. Kannst eine Tomate haben, wenn du willst. Dann kann man rauskommen. So, Mittagspause vorbei. Halb satt. Geht's jetzt wieder irgendwo ans Wasser. Hoffentlich zumindest. Sapralot. Können wir da durch? Jo. Alter, was ist denn hier los? Ein Licht anmachen, hier steht noch ein altes Waschbecken. Hier sind wir falsch, Leute. Boah, komm, hier hängt noch ein altes Bild. Becky. Mondschein am Scharmützelsee. Hier willst du auch nicht nachts allein sein. Nicht mal tagsüber willst du hier allein sein. Ah, guck mal, da ist noch ein Fluss. Ah, ich würde sagen, da angeln wir noch mal, oder? Da draußen. Aus dem Fenster raus, würde ich sagen. Nee, aus dem Fenster raus nicht. Ich würde sagen, Hier, lass mich mal vorbei. Ich Ja? kann doch aus dem Fenster raus angeln. ja, ohne Witz, da ist echt alles voller Fisch. Ich mach Platz. Oh. Hast du Höhenangst? Ja, nee, Höhe ist nicht mein Ding. Jawohl, Oh ja. Fisch on. Oh, eine Maschine. Eine richtige Maschine. Was ist das denn? Das wäre mein Grundöl-PB. Ein Steinbeißer. Alter, guck mal, das ist einfach Bauch und Kopf. Irgendwie schon ein geiler Fisch, Das sind oder? krasse Fische auf jeden Fall. Ja, Abendbrot gefangen. Also ist schon mal eine Stulle. Können wir schon mal belegen. Ich glaube, wir gehen jetzt mal raus. Genug Lost Place gesehen. Und fangen wir noch ein paar vernünftige Fische, oder? Ein Hecht wäre auch noch geil heute. Also, Blende. Becky, wie er leibt und lebt. Auf der River Tour hat er sich noch zu Herzen genommen, dass ein paar Leute geschrieben haben, Becky schläft immer so viel. Er hat da immer nicht schlafen. Aber jetzt verfällt er in alte Muster. Aber ist nicht so schlimm. Einer muss sich hier aussuchen. Ich bin's nicht, Jan auch nicht. Aber zumindest einer im Team ist fit nachher. Ja, außerhalb unseres Lost Places war es bis jetzt nicht so gut. 1, 2 Barsche hatten wir. Jan gerade noch einen gefangen an einem kleinen Wehr. Als Entschädigung gibt es jetzt ein kleines Eis. Und zum Schluss gehen wir wieder zurück zum Wehr. Um Ja, aber da noch auf dem links Weg zu zum Wehr war noch ein Noch Wehr. auf dem Weg zum Lost Place war noch ein Wehr. Genau. Und da gehen wir jetzt hin. Erst ein Eis essen und dann Wer? geht's hin. Wer? Du, Becky und ich und der Magus. Und ey, Premiere heute. Becky lädt uns auf dem Eis ein. Das habe ich nicht gesagt, ich habe nur gesagt, dass ich Geld dabei habe. 5 Kugeln, Becky.
Danke, Vicky. Na, noch habe ich nicht gezahlt. Und was macht denn das alles zusammen? Zu viel. Wecki geht ins Dispo. Ab ins Dispo, Wecki. 14,40. Das hört sich doch fair an. Machen 20. Das ist ein Fünfer. So, Dankeschön. Vielleicht geschmacksneutral. Oder? Bei dir auch? Ja. Vor allem ist das so, schmeckt so sahnig. Ich lade euch einmal auf nur Eis an, ihr Hunde. Ich ja Griff ins Klo. Das war wie das Angeln. Obwohl, ich muss sagen, da war schon krass. Mann, War richtig geil. Wir haben uns gerade so viele unnötige Kalorien reingepfiffen und nicht mal ein leckeres Eis. du, weil du es wolltest. Muss in nächster Zeit der Papa wieder zahlen. Also Man der muss echte. sagen, es war das schlechteste Eis, was ich seit langem gegessen habe. Ja, gell? Wenn nicht sogar niemals. Nächster Spot. Die Jungs holen schon die Routen raus. Jetzt wird es Zeit mal wieder für den Barsch. Wir haben schon gleich 18 Uhr. Und Jan muss noch zum Zug später. Ihr müsst den YouTube-Kanal erstmal sagen. Jawohl. Sehr gut. Okay, Männer, dann danke für die Tipps, ne? Danke, Dankeschön, ciao. Boah, das sieht aber geil aus hier. Junge, Oh, sieht das geil aus. Ein bisschen wie Spanien, weißt du? Wenn jetzt hier ein Rapfen wäre, dann hätte er auf jeden Fall schon gebissen. Aber vielleicht ist ja hier noch ein Barsch. Die halten sich manchmal länger zurück. oh, ich hatte einen guten Biss. Shit. Jo, Fisch? ja, Geil. Ein guter Fisch? ja. Boah, ja doch. Boah, ein schöner Barsch. Oh, geil. Geil. Oh Mann, ey. Im Hintergrund wird gejubelt. Ja, ist nicht so schlecht, oder? Nee, der ist schön. Auf dem Grund, oder? Nee. Mitscrawled. Schöner Fisch. Geil. Ja, haben wir doch noch mal einen Fisch gefangen hier. Boah, der hängt aber auch. Der geht nicht mehr los, Alter. Da ist er. Schöner, schöner, kleiner Barsch. Super. Fischer. Ja, da hatte ich auch einen. Wie groß? Bei mir auch noch einer eingestiegen. Der ist, glaube ich, ein bisschen kleiner als deiner. Ja, der ist groß. Ja. Größer, glaube ich, länger. Creed, 3 Inch. Und ein richtig schöner Feierabendbarsch für mich. Ich habe auch was. Ist bestimmt ein bisschen größer als der von Becky, oder? Und der von Dustin. Ist ein bisschen dicker, oder? Ja. Ah, guck mal. Für mich ist heute auf jeden Fall Tag der Grundel. Oh, also in der Spree fange ich ganz selten mal eine. Auf Kunstköder. Aber das war heute, glaube ich, schon meine 7., 8. Also genau, voll mit den Kumpels hier. Verrückt. Okay, Auf geht's. Ein letzter Spotwechsel. jo, ein letzter Spotwechsel. War doch noch mal ganz ergiebig jetzt hier. Ah, schon ein paar Ja. Fische gefangen noch. 2 schöne Barsche und ein paar kleine. Und eine Grundel hast du gefangen, gell? Du bist der Eine Grundelmaster Grundel. heute. Heute, ich habe bestimmt 8 Grundeln gefangen heute. Halt mich von denen fern. Merkst du. Ja, ist ja total krass. Ich fange nie Grundeln. Ja, hier, so, eine alte Simse. Geil. So haben wir das auch früher im Osten gemacht. Moin. Ja, klar. Geiles Moped, ey. Wie viel fährt die? Komm, ran, Becky. Also legal 60. Ja, ja, eine alte Simse, ne? Ja. Danke euch. Sehr gern. Und auf was angelst du hier? Was gibt's hier so? Karpfen, Hecht, Barsch, Kleidetei, alles Gute. Ja? Ja, cool. Also Barschbestand haben die hier echt gut. Hecht Barsche haben wir schon ein paar schöne gefangen heute. Schönen Tag dir. Hau rein, schönen Ciao. Tag dir. Ciao. Ciao. So, jetzt sind wir wieder zurück, Jan. An dem Schön guten hier. Spot. Schön, Jetzt wa? sollte sich der Spot auf jeden Fall auch so ein bisschen beruhigt haben. Ja, hoffentlich fangen wir hier noch einen dicken. Ein Dicki. Vielleicht sind jetzt wieder ein paar Dicke am Platz. Lost Place, letzter Platz, letzte Stelle, letzte Chance, noch was richtig Großes zu fangen. Beckys Barsch und Jans waren schon echt sehr schön. Danach hatten wir nur kleine, hatten uns ein bisschen mehr erhofft, aber auf der anderen Seite sind wir auch froh, dass wir überhaupt was gefangen haben. Das heißt, letzte Chance für einen Dicken. Und dann geht's ab nach Hause. Im Dunkeln möchte ich auch, um ehrlich zu sein, nicht sein. Oder? Könnte ein bisschen gruselig werden, ja. Was angelt ihr? Creed, 30. Ich bleib bei meinem Raven. Ja, das ist auch vielleicht ganz geil. Komm, ich mach Tube.
Für einen großen, für einen Dickie. Let's go, Jungs. Leute, fangt was. Haut was raus. Boah, da ist richtig viel Kleinfisch. Seht ihr das? Ja. Oh! Oh! Was ist denn? Raff? Weiß nicht, was Hecht. das ist. Kescher? Nee, ist ein Rapfen. Ist ein fetter Rapfen. Ja, erster Wurf. Alter, was ein Monster. Jetzt, Janni. Yes! Yes! Geil. Happy End, Alter! Jungs und Mädels! Das ist aber nicht mein PB leider, oder? Das ist kein 70 plus, oder? 70 könnte er schon haben. Boah, der ist groß. Guckt euch das mal an. Guckt euch mal diesen Fisch an. Boah! Auf die Tube. Auf die Tube. Junge, auf den Kopf. Alter, guckt euch mal diesen Rapfen an. Alter, was ein geiler Fisch. Guckt euch diesen Traumfisch an. Geil hier. Erster Wurf. Erster Wurf am Lost Place. 71. Ja, 71. Was ein geiler Fisch. Erster Wurf von Dustin hier am Spot. Und direkt so ein fetter Rapfen. Petri, Alter. Krass, ey, dass der vorhin keinen Bock hatte, ne? Oder vielleicht war er vorhin einfach nicht hier. Und ich habe ihn, glaube ich, auf der GoPro drauf, wie er an die Oberfläche hochgeht. Ey, der ist so, ich habe den auch Total. gesehen, wie er da reingeballert ist. Ah, unser Tube hat es mal wieder gerichtet. Oh. Das Besondere an unser Tube ist, dass wir, kann ich mal kurz zeigen, immer die passenden Köpfe dabei haben. Jetzt habe ich 5 Gramm gefischt, reichen auch 3,5. Wir haben auch Alter. 9 Gramm. Und ja, Guck mal, was Jan hat. parallel hat Jan eine geile Krabbe gefangen. Der passt immer rein, ihr haltet die so rum, stößt den hier so rein, hier drüber. Und dann da vorne ist ein Öhr. Ne? Hopp, da kommt er raus. Und dann habt ihr die Tube immer perfekt aufgerickt. Und Jan, was hast du da? Den neuen Nasebait. Ja, Krb. meinst du, die Barsche fressen die Kleinen davon? Bestimmt, ne? Klar. Boah, was ist denn das hier? Warum kommt hier plötzlich so viel Druck raus? Da kommt mehr Wasser raus. Jan, jetzt passiert hier irgendwas. Deswegen war auch der Rapfen bestimmt da. Aber ich habe noch keinen Barschbiss bekommen. Ja, das siehst du halt. Die jonglieren ja halt die ganze Zeit mit den Ständen und stauen Wasser auf, um es dann wieder abzulassen, um es durch die Turbinen zu jagen und so weiter. Um halt die optimale Effektivität zu haben. Feierabend, Jan. Stinkt nach Feierabend. Das war eine Folge First Cast. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Tschüss. Ohne lang beenden wir hier gar nichts. So, ihr wisst ja alle, normalerweise ist der letzte Wurf nie der letzte Wurf, in dem Fall aber schon. Geil war's, finde ich. Was Geiles entdeckt. Irgendwie Lost Place mäßig richtig gutes Gefühl. Hat mir super viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch in der Folge. Jan, danke dafür. Super gerne. Jan, war schön mit dir. Auf jeden Fall kurzweilig mit euch. Liken, Mal kommentieren, abonnieren wie immer. Und dann gibt es mit Sicherheit auch was zu gewinnen. Das seht ihr bei Instagram dann. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.